Deutsch lernen durch Hören. Die Frau mit dem Hund. Es ist noch mitten in der Nacht, als Dennis sich auf den Weg zur Arbeit macht. Er arbeitet in einer Bäckerei. Er muss schon um 5 Uhr anfangen, damit um 7 Uhr die ersten Kunden ihre Brötchen kaufen können. Zu Beginn seiner Ausbildung hatte Dennis Schwierigkeiten, sich an das frühe Aufstehen zu gewöhnen. Aber jetzt ist es für ihn ganz normal. Er hat seinen Tagesablauf daran angepasst. Aber heute Morgen ist sein Tagesablauf schon durcheinander. Ein Knopf an seiner Jacke hat sich gelöst, als er die Jacke zumachen wollte. Außerdem hat Dennis seinen Kaffee vergessen, den er sich für unterwegs gemacht hat. Zum Glück ist es ihm aufgefallen, während er die Haustür geschlossen hat. Allerdings muss Dennis den Schlüssel wieder aus der Tasche holen, um die Tür zu öffnen und seinen Kaffee zu holen. Mit seinem Kaffee in der Hand muss er sich nun beeilen, aber um diese Uhrzeit sind die Straßen fast menschenleer. Niemand steht ihm im Weg. Die Ampeln sind nur kurz rot für Fußgänger. Trotzdem schafft Dennis es, gegen eine Frau zu laufen, die mit ihrem Hund unterwegs ist. »Oh, Entschuldigung, ich bin wohl noch nicht ganz wach«, entschuldigt sich Dennis bei der Frau. »Schon gut, Dennis. Ich bin offenbar zu dunkel angezogen«, sagt sie und geht weiter. Genau wie Dennis. Er ist schon in der Nähe der Bäckerei. Heute ist er nicht der Erste, der da ist. Sein Chef ist auch gerade gekommen. Sie unterhalten sich kurz und besprechen, was heute zu tun ist. Dann geht jeder von ihnen an seine Arbeit. Während Dennis das Mehl wiegt, fällt ihm plötzlich auf, dass die Frau mit dem Hund seinen Namen kannte. Woher kannte sie ihn? Sind wir zusammen zur Schule gegangen? Überlegt Dennis, doch diese Möglichkeit kann er schnell ausschließen. Sie war zu alt. Dennis schätzt, dass die Frau mindestens 20 Jahre älter war als er selbst. Sie könnte eine Kundin sein, die regelmäßig in die Bäckerei kommt, denkt Dennis. Vielleicht habe ich es nicht erkannt, weil es draußen stockdunkel war. Das scheint eine logische Erklärung zu sein, bis Dennis nach einer Weile etwas auffällt. Er arbeitet eigentlich nur ganz selten im Verkauf. Er macht das nur als Vertretung, wenn zu viele Kollegen krank sind. Auf dem Schild, das Dennis an seinem Hemd trägt, steht Herr Müller und nicht Dennis. Die Frage, wer die Frau mit dem Hund war, geht Dennis jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Er macht in Gedanken eine Liste von allen Frauen, die er kennt. Nach und nach schließt er eine nach der anderen aus. Es war keine Nachbarin. In der Nachbarschaft hat niemand einen Hund, außer einem alten Mann. Der hat einen ebenfalls alten Hund. Die Frau war auch keine ehemalige Lehrerin von ihm. Dafür war sie zu jung. Seine Lehrerinnen waren alle mindestens 30 Jahre älter als er. Vermutlich hätte Dennis sie auch erkannt, wenn sie früher mal seine Lehrerin gewesen wäre. »Dennis, der Timer! Der Ofen ist fertig!« schreit sein Chef, der mit beiden Händen in einer Schale voll mit Eiern, Zucker und Mehl steckt. »Oh, sorry«, entschuldigt sich Dennis. »Ich war gerade in Gedanken.« Eilig holt Dennis die fertigen Brötchen aus dem Ofen und stellt die nächsten hinein. »Konzentrier dich bitte mehr auf die Arbeit. Wenn wir die Brötchen länger im Ofen gebacken hätten, könnten wir sie jetzt nicht mehr verkaufen. Die wären zu dunkel gewesen«, schimpft Dennis' Chef. »Und sag jetzt nicht, dass einige Kunden gern dunklere Brötchen kaufen.
Da ist ein Unterschied zwischen dunklen Brötchen und so dunklen Brötchen, dass sie verbrannt sind. Verbrannte Brötchen möchte niemand kaufen. Ja, tut mir leid, Peter. Ich werde versuchen, besser aufzupassen, entschuldigt Dennis sich abermals. Trotzdem kann er nicht aufhören, weiter über die Frau mit dem Hund nachzudenken. Sie lässt ihm keine Ruhe. Dennis überlegt, ob der Hund ihm vielleicht helfen kann, seine Frage zu beantworten. Was für einen Hund hatte die Frau überhaupt dabei? So genau kann Dennis das gar nicht sagen. Er ist sich nur sicher, dass er nicht riesig war und auch nicht sonderlich klein. Welche Farbe der Hund hatte, weiß Dennis auch nicht. Es war ja dunkel. Er ist sich aber sicher, dass der Hund nicht weiß war. Dann hätte Dennis ihn besser sehen können. Also war der Hund etwa kniehoch, er hatte dunkles Fell und bei der Länge des Fells kann Dennis auch nur raten. Er vermutet, dass es wohl eine mittlere Länge hatte. Oh Mann, ich wäre wirklich ein ziemlich mieser Zeuge, denkt Dennis, als er feststellt, dass er sich an keine Details seiner Begegnung mit der Frau erinnern kann. Der Timer vom Ofen meldet sich wieder. Diesmal steckt Dennis nicht so tief in seinen Gedanken, dass er ihn direkt hört. Sofort holt er die Brötchen aus dem Ofen. »Ich mache jetzt meine Pause«, teilt Dennis anschließend seinem Chef mit. »Okay, bis gleich«, antwortet der. Während seiner Pause geht Dennis meist mit einem Kaffee und einem frischen Brötchen nach draußen. Da ist es nicht so warm wie in der Backstube. Durch den großen Ofen ist es dort immer sehr heiß. Dennis setzt sich wie jeden Morgen auf die Bank im Hof hinter der Bäckerei. Er stellt seinen Kaffee neben sich ab und beißt in sein Brötchen. Es ist so frisch, dass es noch warm ist. Das ist eines der guten Dinge an diesem Job. Jeden Morgen bekommt er frische Brötchen und er kann sich jeden Tag eine andere Sorte aussuchen. Sie sind nie ausverkauft und er muss nie in der Schlange stehen und warten, bis er an der Reihe ist. Außerdem riecht es in der Backstube immer so lecker. Aber Dennis' Gedanken bleiben nur kurz bei den guten Aspekten seines Jobs. Er denkt sofort wieder darüber nach, woher die Frau mit dem Hund seinen Namen kannte. Jetzt hat er begonnen zu glauben, dass es übernatürliche Möglichkeiten geben könnte. Die Frau war gar kein echter Mensch, sondern ein übernatürliches Etwas. Oder die Frau konnte hell sehen. Oder Dennis ist gar keiner Frau begegnet. Er war nur so müde, dass er geglaubt hat, eine Frau mit einem Hund getroffen zu haben. Deshalb kann er sich ja auch nicht mehr daran erinnern, wie der Hund ausgesehen hat. Bei dieser Theorie gab es ja gar keinen Hund. Allerdings findet Dennis keine dieser Theorien überzeugend. Es muss doch eine logische Erklärung geben. Als Dennis wieder in der Backstube ist, fragt sein Chef: »Kannst du meiner Frau den Kuchen, der da drüben steht, rausbringen? Sie kommt gleich, um ihn abzuholen. Der Kuchen wurde für eine Feier in einer Firma in der Nähe bestellt. Heike bringt ihn dann zur Firma.« »Klar, kein Problem«, antwortet Dennis. Er holt den Kuchen und geht damit nach draußen. Ein großes Auto fährt rückwärts in den Hof. Vorsichtig parkt es neben Dennis. Als Heike, die Frau seines Chefs, aus dem Auto steigt, würde Dennis am liebsten jubeln. Sie war es, die ihm auf dem Weg zur Arbeit begegnet ist. Dennis hat sie im Dunkeln nicht erkannt. So oft sieht er Heike nicht und sie hat in den letzten Wochen einige Kilos abgenommen. Außerdem hat sie jetzt eine ganz andere Frisur und eine neue Brille. Sie sieht aus wie ein komplett anderer Mensch. »Hallo Heike, hier ist die erste Hälfte des Kuchens. Die andere Hälfte hole ich dir jetzt«, erklärt Dennis. Als er mit dem anderen Kuchen zurück ist, sagt er:
Ich habe dich vorhin im Dunkeln gar nicht erkannt. Euren Hund hast du jetzt zu Hause gelassen, damit er den Kuchen nicht frisst? Welchen Hund? Sagt Heike. Ich war vorhin allein unterwegs. Peter hatte sein Portemonnaie vergessen. Das habe ich ihm nur schnell gebracht. Ich dachte, du hättest einen Hund dabei gehabt, meint Dennis verlegen. Nun denkt er den Rest des Tages darüber nach, warum er der Meinung ist, dass Heike einen Hund dabei gehabt hat.